Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Wir widmen uns wieder unseren alten Ausbauvideos und sind genauso nervös wie vor 2 Wochen auch schon. Absolut. Wir mussten ja eine kleine Pause einlegen mit diesen Videos, weil wir wirklich sehr, sehr viel zu tun hatten in der Werkstatt am Van. Wir wissen natürlich auch, dass ihr gerne ein Update haben möchtet zum Van, aber da müssen wir euch noch auf nächsten Sonntag vertrösten. Jetzt Sonntag. Du sagst immer nächsten Sonntag, Ja, aber nächster ist doch nächster Das Sonntag. stimmt, diesen Sonntag. Ja. Also in ein paar Tagen. Ja, Da gibt es Updates, da gibt es sehr gute Infos. absolut. Aber zu viel wollen wir noch nicht verraten, schaltet Sonntag ein. Jetzt geht es aber erstmal um die Rückfahrkamera und den PVC-Boden, den wir vor 3 Jahren in diesem Van installiert haben. Absolut. Und wer neu dabei ist bei diesen Videos, wir schauen uns alte Ausbauvideos von uns selbst an und kommentieren aus heutiger Sicht. War das eine gute Idee, was wir gemacht haben? Ja, war das eine gute Idee, was wir gemacht haben? Gibt es Dinge, die wir jetzt anders gemacht hätten, die wir vielleicht mittlerweile anders gemacht haben, die wir umgebaut haben und so weiter. Und ja, wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir daran. Los geht's. 2, 1, go. Ich bin so gespannt, wenn dieses neue Intro kommt, was du mal Ich weiß auch gemacht überhaupt hast. nicht, wann das ist. Ich auch nicht. Van live. Wuhu. Amy! Das geht schon mal gut los. Da gehen sogar die Ohren von Peppi hoch hier. Ja, irgendwie ist der Hund meiner Eltern ein sehr witziger Hund. Sie klaut gerne das Holz. So, jetzt aber zu... Oh Gott, sieht der noch kahl aus. Aber echt, ey. Ganz weiß. Oh ja. Ja, da haben wir jetzt aufgehört, die Tage zu zählen. Wenn aus der Ausbautag? Fragezeichen. Ja, es ist ein bisschen verschwommen. Oh, guck mal, das Groot ist schon dran. Ducato Groot. Ja, stimmt. Da ist sie. Und die roten Sitze sind auch noch roten drin. Sitze, das ist echt abgefahren. Das ist sogar irgendwie ziemlich cool. Ja, da hatten wir noch die nicht drehbare Doppelbank drin. Die musste natürlich weichen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir noch was dazu sagen, aber ich meine, der Titel sagt es ja, wir bauen die Rückfahrkamera ein und dafür legen wir jetzt zum ersten einmal das Kabel von hinten bis Ich mach mal ganz weiter nach vorne. nebenbei. Ja. Ja, Wir können natürlich schon gucken, was wir da machen, während du ja, es stimmt. erzählst. Wir können ja jetzt quasi Voice-Over Ja, genau. zum Video machen, das stimmt. Schon vergessen, wie dieses Format funktioniert. Ja, wir hatten natürlich auch wieder gar keine Ahnung von der ganzen Materie und das ist zwar in einem 10-Minuten-Video alles entstanden, aber es hat so unfassbar lange gedauert, dieses Kabel zu legen und rauszufinden. Wie man welche Teile abnimmt, die ganzen Plastikteile, wie die verbaut sind. Naja, so unfassbar kompliziert war es eigentlich gar nicht. Ja, es war halt, wir wussten nicht, wir hatten so einen riesigen, so ein Harnisch, wie sagt man denn, so ein Kabelbaum, so heißt's. Und da mussten wir erstmal rausfinden, was woran rangeklemmt wird. Und wir hatten auch noch unser altes Radio. Absolut. Ich glaube, das wird direkt im nächsten Video ausgetauscht. Kleiner Spoiler. Bei dem Radio bleibt es nicht. Zack. Fertig. Eingebaut. Haben sie hingekriegt. Oh, Werbung. Haben wir unsere Rückfahrkamera angeschlossen. Wir haben schon, ich glaube vor einer Woche haben wir die Kamera hinten schon angebaut. Das hat alles so wunderbar funktioniert. Da sagt Jetzt wollten wir sie Basti, natürlich auch gerne anschauen. da sagt Basti nämlich auch, das haben wir letzte Woche schon eingebaut und jetzt machen wir weiter. Und dadurch, dass wir halt nur am Wochenende ausgebaut haben und noch von Köln in die Heimat hin und her getingelt sind, hat es dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, den Ausbau tageweise zu dokumentieren, weil... Und wir haben halt nicht immer gefilmt. Ja, das genau. war so das Ding. Ja, irgendwie hat das... Dann waren nur so ein paar Schnipsel von einem Tag. Ja. Und ja, das hatte irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, die Tage, also es ist tageweise festzuhalten. Jetzt lass den Mann noch mal aussprechen. Ja. Schließen an unserem Radio, was schon im Van drin war.
Das hatte der Vorbesitzer schon eingebaut. Wir haben herausgefunden, dass wir einen CAN-Bus-Adapter dafür brauchen, damit wir nachher auf den Rückwärtsgang auch die Kamera anschließen können. Geht bei uns nicht. Was wir nicht wussten ist, dass man bei diesem Auto gar keinen CAN-Bus-Adapter anschließen kann. Das heißt, wir haben irgendwie eine Woche auf verschiedene Kabel gewartet, Verlängerungskabel von hinten nach vorne, auf den CAN-Bus-Adapter, auf Lüsterklemmen und auf Stromdiebe, damit wir alles anschließen können. Und dann rauszufinden, dass wir diesen Stecker gar nicht brauchen. Also haben wir uns überlegt, nach wirklich stressigen Stunden der Arbeit und nicht funktionierender Rückfahrkamera, die auf einmal kein Bild gezeigt hat, haben wir den einfach nochmal ausgebaut und haben einfach vom normalen Strom abgezapft. Und siehe da, wir hatten ein Bild. Das hat also komischerweise funktioniert. Ob das jetzt alles so legitim ist, wissen wir auch nicht so genau. Auf jeden Fall können wir jetzt... Ja, das Einzige ist, unsere Kamera funktioniert eben nicht, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Dann funktioniert die nicht, sondern wir müssen auf Kamera drücken und dann schalten wir auf die Kamera. Weil das jetzt doch schon trotzdem irgendwie 10, 12 Jahre alt ist, das Telefon nicht mit Bluetooth Musik abspielen kann und solche Sachen. Deswegen werden wir vielleicht in 2, 3 Wochen ein neues Radio bekommen und dann werden wir es auch nochmal final alles anschließen. Und dann zeigen wir das natürlich auch nochmal. Aber das war sehr nervenaufreibende Arbeit, sehr viel Gefissel und sehr viel Stress, bis es dann irgendwie funktioniert hat. Wir waren sehr glücklich, haben heute die Verkleidung, alles wieder eingebaut. Ja, das ist so nervig, dass wir es nicht gefilmt haben. Ja. Da lagen die Nerven ein bisschen blank. Oh, Gott. Dramatischer Wechsel. Das ist der offizielle Mundschutz, den man nutzen muss. Ja, irgendwie dachten wir, es ist eine gute Idee, den Boden abzuschleifen, oder? Ja. Und auch irgendwie hinten keinen Staubsauger oder sowas dran zu schließen, sondern das, naja. Wie lange? Ich weiß gar nicht, was machen wir denn? Nee, wir wollten unseren PVC-Boden da hinlegen, damit er nicht dreckig wird. Weil wir sehr penibel waren, haben wir alles aus seinen Pappenmatten ausgelegt. Wir wollten den ja ganz genau zuschneiden. Macht ja Sinn. Haben wir auch. Ja, haben wir gut hingekriegt. Absolut. Und da muss man sagen, da hatte Sven ja diese super clevere Idee, also das war nicht ironisch gemeint, so einen Rand an der einen Seite überzulassen, dass die so ein bisschen an der Seite, dass wir das so hochwellen können am Rand, falls da Feuchtigkeit runterläuft, dass das nicht direkt unter dem Boden läuft, sondern vom PVC-Boden sozusagen abgefangen wird. Und keine Ahnung, ob das was wirklich gebracht hat, aber es war eine gute Idee. Ich fand es sehr gut. Ich glaube schon. Der Boden ist der Originalboden, der vorher schon drin war. Der war eigentlich noch ziemlich gut, deshalb dachten wir, warum... Nur schwer. Ja. Schon ziemlich schwer. Ja, schon ziemlich schwer. Aber auch stabil. Ja. Und mit diese Holzkreise, die man da sieht, da waren vorher so Verankerungen drin, um Spanngurte da einzuhaken. Die haben wir einfach mit Holz aufgefüllt und verdichtet. So, als nächstes werden wir den Boden einlegen. Aber wie? Wir haben uns für PVC-Boden entschieden, lange Tage, den wir auf die Original-Siebdruckplatten draufkleben wollen. Der Boden sieht echt noch gut aus und wir haben überlegt, leichteres Holz zu nehmen, aber nach längeren Besprechungen haben wir uns jetzt für die Siebdruckplatten entschieden und einen dünnen PVC darüber zu machen. Design haben wir uns sehr schnell, waren wir uns einig und haben uns für einen entschieden. Wir haben die Siebdruckplatten nochmal rausgenommen, die hatten wir ja noch nicht verschraubt. Und da haben wir jetzt die Maße genommen, haben dem einmal komplett zugeschnitten und werden den PVC auch in einem Stück dann auf die beiden Siebdruckplatten draufbringen. Genau, was jetzt noch fehlt, Einsatz verpasst. ist, die Siebdruckplatten sind jetzt schon wieder im Auto drin. Wir werden die einmal verschrauben mit einem sogenannten Versenker. Mit einem Versenker. Das bedeutet, dass der quasi so ein Loch vorbohrt, damit die Schraube ist komplett in der Platte sich versenkt und wir dann eine ebene Fläche haben, wo wir den PVC-Boden draufkleben können. Das gehen wir jetzt noch an.
Wir hoffen, die Sonne geht nicht so schnell unter. Ja. Und dann zeigen wir euch das Ergebnis. Los geht's. Los geht's. Süß sind sie, gell? Jetzt kommt der Versenker. Ja, es wird vorgebohrt. Ich habe mich noch gefragt, für was wir diesen Streifen aufgeklebt haben. Ja, weil da waren genau die Holzleisten drunter. Ja. Das ist der Versenker. Ja, das ist der Versenker. Der Versenker. Ist das nicht der richtige Keine Ahnung. Terminus? Ich glaube Zack, nicht. versenkt. Schön eine Ebene mit dem Boden. Ja. Meine Mom hilft irgendwas mit hinten. Mhm. Und einer arbeitet. Naja, beim Bohren können jetzt nicht viele Leute was machen. Zack, dunkel. Anscheinend geht die Sonne doch schneller unter als gedacht. Papa hat auch noch kurz vorbeigeguckt. Gesaugt. Das machen wir dann wohl erst am nächsten Tag, ha? Ja, ich glaube auch. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es hell war, als wir das gemacht haben. Ja. Ja. Oh, guck mal, da sieht man es ja schon. Crazy. Und wie wenig man jetzt nur noch davon sieht. Ja. So ordentliche Arbeit. Endlich sieht man mal wieder Boxershorts. Na, schon lange her. Ich fühle auch extra strümpfig da auf dem Boden rumlaufen. Unglaublich, echt. Bloß kein... Warum haben wir es mit Strümpfen gemacht? Keine Ahnung. Dieser Ich Boden hab hält keine alles ab. Ahnung. Alles aus. So. 3,5 Kilo. Multi-Klebestoff SF711 von Bostik. Unbezahlte Werbung. Haben wir gebraucht, um... Tada! Wie viel Kilogramm? Unser Boden 3,5 Kilo. Ja, anscheinend 3,5 Kilo Krass, Kleber. ey. Und so Wie langsam viel Gewicht das ist. sind wir 300 Kilo. betonlich. Nein, 3,5 Kilo. Nicht 3,5. Ja, sieht doch mega aus. Ja, mega. Und so viel sieht man nicht mehr davon, aber wir wurden schon häufiger mal gefragt, ob das echtes Holz ist. Ja, stimmt. Sehr gute Update. Ja, es sind oft Menschen sehr beeindruckt. Oder nicht echtes Holz, sondern Laminat, denken auch viele. So Klicklaminat. Ja. Ja, aber es ist einfach nur PVC-Boden und wir haben uns dafür entschieden, einfach generell, wenn irgendwas ausläuft, Flüssigkeiten oder Wasser, dass wir einfach nicht in die Bredouille kommen, dass Wasser unter dem Boden drunter läuft und Ja. wir dann irgendwie Schimmel oder Rostprobleme bekommen am Boden. Und ich meine, wir können nicht drunter gucken, Das stimmt. aber bisher glauben wir, Wir glauben, dass es gut ist. dass das gut ist. So, gucken wir noch eine Folge oder? Na los. Na los. Das ist spontan. Spontan. Ja, wir Das wollten ist- eigentlich nur eine Folge gucken. Aber das ist das Gute. Ja, Wir wissen nämlich auch immer nicht, was kommt. Deswegen sind wir auch immer selber überrascht. Oh, das haben wir anscheinend schon mal irgendwann geguckt. Hm. So, es gibt also noch eine Folge. Heute machen wir das Doppelfeature Elektronik. jetzt, wo wir schon gespoilert haben, dass wir noch einen neuen Neues Radio. neues Aber ich glaube, darum haben. geht es noch gar nicht. Ich glaube, es geht erstmal nur ums Soundsystem. Oh, okay. Ja, Ich das. dachte, das haben wir im gleichen Zug eingebaut. Nee, Bei dem Soundsystem haben wir uns für das Eaton UG4 2.2 auch entschieden. unbezahlte Werbung, ganz klar. Aus dem Grund, dass es ein sehr speziell für Fiat Ducato und natürlich auch für die baugleichen Jumper und Boxer abgestimmtes System ist. Das hat den Vorteil, dass man die vorhandenen Stecker benutzen kann und wir müssen die alten nur ausbauen und können die neuen Boxen von Folge anschließen. zu Folge mehr Haar. Das System Ja. besteht aus den Mitteltönern in der Tür Ja, und den auch Hochtönern danach an der hab ich ja- Seitenverkleidung. Wir müssen erstmal reden lassen. Und dazu haben wir noch ein speziell für Fiat Ducatos Paratex Subwoofer bestellt, den man unter den Beifahrer oder den Wenn Fahrer man nicht neue Sitze Wir kauft. wissen noch Passt nicht genau, nicht drunter. unter Passt bei welchen uns Wobei nicht wir das mit machen, runter. da wir eventuell noch neue Sitze bestellen wollen. Da sind wir uns aber noch nicht so ganz einig, ob wir das machen wollen oder nicht. Haben sie gemacht. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Zum Subwoofer wird noch ein Verstärker mitgeliefert.
Der wird vorne beim Handschuhfach mit eingebaut. Das hat den Vorteil, dass das Subwoofer nicht noch extra mit Strom und an die Batterie geschlossen werden muss, sondern er wird wirklich einfach nur mit einem Stecker, Verstärker zum Subwoofer. Wir müssen nur ein Kabel ziehen. Das geht hoffentlich dann ein bisschen einfacher. Das werden wir jetzt alles mal einbauen und dann machen wir den Soundcheck, ob das auch wirklich einen schönen Vorteil, wie wir uns erhoffen, bringt. Ich wollte schon mal leicht anspoilern. Sehr gutes Soundsystem. Also sehr einfach einzubauen, weil es wirklich, wieder halt auch schon gesagt, und wir haben es ja vorher auch nur irgendwie ergoogelt und es ging wirklich so einfach einzubauen, und wer irgendwie einen guten Sound da am Fahrerhaus möchte, auch vor allen Dingen mit Subwoofer, das war mir besonders wichtig. Also man muss viel Kabel hin und her friemeln. Ne, eben nicht. Deswegen ist es so ein gutes System. Ja gut, man muss ein Kabel hin und her friemeln. Man muss es schon durchlegen, das Kabel. Ja, aber, also ich wollte gerade sagen, warum es so ein easy System ist. Ein Kabel geht von diesem Handschuhfach zum Radio. Das ist ja nur ein ganz kurzer Weg und man kommt da unten durch. Und ansonsten nimmt man die Stecker von den alten Boxen, kann die einfach ranklippen, und auch der Subwoofer wird mit einem Stecker angeklipst. Das ist super einfach. Ja, okay. Klar, das Subwoofer-Kabel muss man auch einmal unten durchlegen, aber das ist echt nicht kompliziert. Es wurde gerade gezeigt, dass wir Alubutyl quasi um die Boxen drumherum gelegt haben. Keine Ahnung, ob das auch was geholfen hat. Das glaube ich schon. Auch das Innen dahinter den Boxen, das verhindert einfach nochmal ein bisschen das Scheppern, weil die jetzt ja eben auch ein bisschen mehr Wumms haben. Ja, also ich glaube, das bringt schon ein bisschen was, aber durch den Subwoofer ist es echt... Also wir können sehr, sehr empfehlen. Macht Spaß damit, Musik zu hören, Podcasts zu hören. Ja, sind sehr zufrieden. Und Svenja und ich sind beide sehr audiophile Menschen. Wir hören sehr viel Musik und sehr viel... Da hat es sich echt gelohnt. Weil der Sound vorher auch einfach grottenschlecht war. Ja, also das war wirklich furchtbar. Ja, das geht nicht mehr bei uns. Ja, Denn die neuen Sitze, das sind Drehsitze, die haben eine Konsole da drunter und da passt das nicht drunter. Haben einen anderen Platz gefunden. Ja. Ja, das war dieser eine Stecker, der dran kommt. Sehr gemächlich. Sehr gemächlich. Da musste man ein bisschen friemeln. Ja, ein bisschen friemeln haben wir, glaube ich, mit Amaflex noch so einen kleinen Schutz reingebaut, dass es da drin nicht rumbouncen kann. Da weiß ich noch, in den Videos, die wir gesehen haben, konnte man das einfach so rein. Ja. Und bei uns ging das irgendwie nicht richtig. Wir haben halt das Komisches Unicorn Modell, unter das den Unicorn Fiat Ducatos. unter den Fiat Ducatos. Alles ist ein bisschen anders. Wir haben heute unseren Subwoofer eingebaut. Der ist auch extra für den Fiat Ducato quasi ausgelegt. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, quasi am Ende der Strecke den Verstärker einzubauen. Und der kommt einfach hier hinter das Handschuhfach. Die meisten haben den einfach, das haben wir auf mehreren Videos bei YouTube gesehen, ich weiß gar nicht, dass wir das noch erzählen. So reingeschoben. Eben gar nicht machen brauchen. Das hat irgendwie direkt gepasst, bei uns passt es nicht so gut. Deswegen haben wir uns irgendwie eine kleine Zwischenlösung überlegt, indem wir so ein kleines Fach aus dem Material gebaut haben, damit der nicht hin und her rutscht. Ich hätte gedacht, dass wir das auch noch zeigen. Ja, bauen wir einfach wieder das Handschuhfach oben drauf und dann hoffen wir, dass es hält. Soundcheck verschoben, Batterie. Das wusste ich gar nicht mehr. Stimmt, ja. Stimmt. Guck mal, geht's jetzt an den Sitz? Oh, wir haben Ach schon nee. Was denn? Haben wir schon die neuen Sitze da? Keine Ahnung, sieht so aus. Ich glaube, wir bauen es nur aus... Weil? Also wir haben die neuen Sitze noch nicht, aber mussten jetzt ja auch die Batterie laden. Haben gedacht, dann bauen wir schon mal die Bank aus, verkaufen die schon mal und können dann auch besser an die Batterie und laden. Das wäre jetzt nicht notwendig gewesen, um an die Batterie zu kommen, aber es war einfacher. Ja. Die war leicht. Die war leicht. Im Gegensatz zu den neuen. Die neuen sind sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Das war unser erster Gegenschnitt.
Ganz schön viele Schnitte zum... Nur für so einen Sitz. Damit das so ein Sitz weggetragen Ich glaube, diese Szene gab es nur, weil wir das mal ausprobieren wollten, wie das ist. Und die Batterie gibt es seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Die haben wir getauscht. Die haben wir jetzt gerade getauscht, ja. Und wie wir feststellen mussten, war die Batterie aus dem Jahre 2008 und unser Van ist aus dem Jahr 2011. Also irgendwann muss mal jemand da eine ältere Batterie reingebaut haben und sich vielleicht eine neuere gemopst. Aber jetzt haben wir eine nagelneue und sind wieder gut. Yes. Damit die Leute mal sehen, wie sie zugeht gerade. Ach, das war's schon? Geht sie zu. Schlägst du voll? Da geht's ums Radio. Kabelsalat vom Feinsten. Jetzt nicht einen Kassettenrekorder getan. Oh, weiß ich nicht, als ich das gemacht habe. Er hat sich so drauf gefreut. Wir haben noch keine Möbel. Aber vielleicht bald Musik. Ein erster verzweifelter Basti. So, was war jetzt als nächstes? Magst du nochmal erzählen, was wir gemacht haben? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oh Mann, nicht schlecht. Ja, funny. Würde ich am liebsten weiter gucken. Ja, Aber das machen wir nächste Woche weiter. genau. Das macht immer noch Spaß. Es macht immer noch Spaß. Und es ist doch gut zu wissen, dass da viele Sachen auch immer noch halten, Ja, immer noch zufrieden sind, dass wir Ja. nicht nur Murks gemacht haben. das ist richtig. Und jetzt haben wir richtig schöne Musik. Ja. Und mit was für einem Radio? Das seht ihr nächste Woche. So, überprüft mal eure Batterien zu Hause Ja, in eurem Van oder in eurem Auto, von welchem Jahr die denn sind. Bei uns hat sich eine ältere reingemogelt als das Van. den Tipp haben wir sogar auch schon mal tatsächlich bekommen, Ja. dass in manchen Werkstätten, wir wollen überhaupt niemanden anprangern, Nee. sondern dass in manchen Werkstätten, wenn die oder auch wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, dass da gerne mal eine alte Batterie einfach eingebaut wird und alte Reifen draufgezogen werden. Ja, Also da immer darauf achten, von wann die Reifen sind, nicht nur aus Profil, sondern auch aus welchem Jahr die sind und natürlich auch bei den Batterien, von wann die sind. und wie sagt man so schön, Augen auf beim Autokauf. Ganz genau. Und damit, mit diesem tollen letzten Spruch, Abonniert unseren Kanal, ihr Lieben, falls ihr es noch nicht gemacht habt und noch mehr von diesen chaotischen Videos sehen möchtet. Packt ein Supportherz unten in die Kommentare und wir sehen uns Sonntag. unbedingt einschalten. Es gibt News, Updates und Vieles mehr. yes. Oder so. Danke. Ende. Wir können auch kurz ein Thumbnail-Gesicht machen. Und was? Nee, das ist voll beten.